Ich habe es angekündigt, jetzt muss ich es wohl auch durchziehen. Wir bauen uns in diesem Video ein Möbelstück und damit herzlich willkommen bei Rhinoworks. Mir schwebt ein Küchenregal vor. Wir haben in unserem neuen Haus, wo wir kürzlich eingezogen sind, eine relativ kleine Küche mit wenig Stauraum. Darum möchte ich mir noch ein kleines Küchenregal bauen, und zwar das soll eine ganz schmale Tiefe haben und sowas ist echt schwierig zu bekommen, wie ich feststellen musste. Darum bauen wir es uns heute einfach selbst. Nach dem Intro geht's los. Und los geht's mit dem Projekt, und es startete bereits mit einem ersten Problem. Zwar geht es um die Platzverhältnisse in meiner Werkstatt, die sind einfach ziemlich begrenzt. Ich musste hier Streifen aus Multiplex von 2,10 Metern Länge anfertigen, und das war gar nicht so einfach. Zum Glück ist meine Tischkreissäge mobil, sodass ich die ein bisschen rumschieben konnte. Ich habe mir hier auch noch einen Rollenbock zur Hilfe genommen und irgendwie habe ich das geschafft, die zuzusägen. Zweites Problem war dann die Kappsäge. Ich musste hier einen Winkel ansägen. Das habe ich schlussendlich mit der Handsäge und so einer alten Schneidelade gemacht. Die kleineren Teile, die ich benötigte, die gingen wieder gut auf der Kappsäge. Hier habe ich mich für Dübel entschieden als Verbindung. Auch das vielleicht nicht die glorreichste Idee, wie wir gleich noch sehen werden. Ja, und das ist der Moment, wo mich die ganze Möbelbausache schon wieder nervt. Schaut mal hier. Ich hätte es eigentlich ahnen sollen, diese ganze Sägerei von Hand mit dieser Schneidlade hat nicht wirklich gut funktioniert. Der Winkel kommt hier echt nicht schön zusammen. Ich möchte das nicht so lassen, das würde man am Endprodukt nachher sehen. Ich glaube, ich säge das Ding wieder weg und versuche vielleicht, ich habe einfach ein bisschen Problem mit den Platzverhältnissen hier in der Werkstatt für das Riesending. Aber ich probiere das mit dem Tellerschleifer irgendwie wieder gerade zu machen, dass dieser Winkel sich gut zusammenfügt. Los geht's! Ja, und da musste ich mich wieder mit der Handsäge abmühen, weil ich das Ding einfach nicht auf meine Kappsägenstation gebracht habe. Auch das Schleifen am Tellerschleifer war nicht so einfach mit den langen Teilen, aber wie ihr seht, das hat sich gelohnt, das passt jetzt viel besser aufeinander. Das Ganze wieder mit Dübeln verbunden. Und weiter geht das Projekt. So, unsere etwas abenteuerliche Konstruktion hier haben wir abgeschlossen. Ich fand das gar nicht so einfach, mit diesen Dübeln zu arbeiten. Wenn ihr irgendeine bessere Idee für mich habt, wie ich das auch hätte lösen können, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Diese Dinge sind jetzt im Endeffekt jedenfalls unsere beiden Seitenteile für unser Küchenregal. Als nächstes kommen hier Nuten rein, die mache ich mit der Tischkreissäge. Auch das wird wieder schwierig wegen der Platzverhältnisse hier, aber irgendwie schaffen wir das. Die Nuten sind nachher dafür da, dass diese Regalböden, die ich gleich auf Maß zugeschnitten gekauft habe, hier schön reinpassen. Und ich würde sagen, gehen wir es an. Ja, jetzt folgt vielleicht der mitunter schwierigste Teil des Projekts, nicht das Anzeichnen der Nuten, das ging noch ganz easy von der Hand, aber es geht wieder mal um die Länge dieser Teile, die über 2 Meter lang sind. Das Ganze an der Tischkreissäge zu bearbeiten, war einfach ein bisschen schwierig. Damit mir das nicht in den Weg kommt, habe ich jetzt den Parallelanschlag gleich mal entfernt und dann mit dem Schiebeschlitten diese Nuten gemacht. Ihr seht es hier schon, man muss hier wirklich aufpassen, dass das Teil plan auf dem Schiebeschlitten anliegt und nicht irgendwie in der Luft flattert. Das wird natürlich umso schwieriger, je weiter am Rand diese Nut angebracht werden muss. In der Mitte ging das eigentlich ganz gut, aber an den Rändern ist es ein bisschen schwierig, muss man ein bisschen Druck ausüben, aber schlussendlich habe ich es gepackt. Hier habe ich die Nuten noch ein bisschen sauber gemacht mit dem Stemmeisen, bevor es dann darum ging, Löcher anzubringen. Wie gesagt, in diese Nuten kommen die Regalbretter später rein. Die möchte ich dann von außen verschrauben
damit man die Schrauben später nicht sieht, habe ich mich hier entschieden, solche Zapfenlöcher zu machen, die ich dann später mit Massivholzzapfen die Schrauben verstecken möchte. Dann noch kurz drüber geschliffen über diese ganze Sache, ehe wir uns um die Regalbretter kümmern können. Die wollte ich nicht so eckig lassen, darum habe ich an 2 Ecken nun diese abgerundet. Ich benutze immer gerne noch den Tellerschleifer, um ein bisschen Material loszuwerden, bevor ich dann mit dem Bündigfräser weitermache. Ist mir einfach wohler so, mir ist da auch schon mal was um die Ohren geflogen. So, ich habe noch mal kurz drüber geschliffen über diese Regalbretter. Damit kommen wir jetzt bereits zum Thema Farbe, das, was ich eigentlich am wenigsten gerne mag an so einem Projekt. Ich habe die Auswahl meiner Familie überlassen und mein Junge wollte gerne ein gelbes Regal haben. Meine Frau hat da noch ein bisschen ein Veto eingelegt, dass man es teilweise wenigstens weiß streicht, und wir sind jetzt übereingekommen, dass wir die Regalbretter oben gelb machen, unten weiß und die Seitenteile ebenfalls weiß, und das werde ich jetzt machen. Los geht's! Ja, hier habe ich mich für einen Möbelbuntlack entschieden. Eine Marke, die ich bislang nicht kannte, und ich muss auch sagen, ich war so semi-begeistert, also gerade was das Weiß anbelangt. Das hat wirklich ziemlich schlecht gedeckt, mag auch an diesem Multiplex liegen, keine Ahnung. Jedenfalls musste ich sicher 3 bis 4 Aufträge davon aufbringen, bis mir das gepasst hat. Das Gelb hat da ein bisschen besser gedeckt, das habe ich hier noch ein bisschen aufgehellt, dass es nicht ganz so ein greller Gelbton ist. Aber auch hier habe ich bestimmt 2 oder 3 Aufträge aufgebracht. Um diese Multiplex-Struktur wieder ein bisschen hervorzuheben, habe ich meine ganzen Kleckereien am Rand wieder abgeschliffen und danach noch eine ganz kleine Phase an die Kanten angebracht. Einfach, dass sich das ein bisschen schöner greift, wo man sich keinen Splitter einfängt. Diese Leiste habe ich zusätzlich noch angefertigt, die soll dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität bringen. Da wird das Regal zusätzlich an der Wand montiert. Für die Montage der Seitenteile habe ich mich hier für Pocket Holes entschieden. Die kommen dann oben ans Regal, dass man die nicht sehen wird. Dann ging es noch hier um die Zapfen, die ich vorhin angesprochen habe. Die habe ich mit dem Zapfenschneider aus einer alten Eicheleiste gefertigt. Dann ging es auch bereits ans Montieren. Erstmal die Türe von der Küche entfernt, die wollen wir da nicht mehr. Und dann die ganzen Teile in die Küche geschafft. Als erstes habe ich hier eines der Seitenteile montiert mit diesen Pocket Holes, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann gleich dieses zweitunterste Regalbrett montiert, eben dieses mit dieser zusätzlichen Leiste. Danach hatte das Regal eigentlich schon ziemlich viel Stabilität, sodass man ganz gut die übrigen Regalbretter montieren konnte. Hier bringe ich noch die Zapfen an aus Eichenholz. Hier habe ich versucht mit diesem Kartentrick die Oberfläche ein bisschen zu schützen. Das hat leider nicht bei allen Löchern gut geklappt, wie ihr später noch sehen werdet. Ist jetzt halt leider so. Und ganz zum Schluss noch ein bisschen Antikwachs für die Kanten. Und da hätten wir das Ding. Mein Versuch, ein schmales Regal für die Küche zu bauen. Ich finde, das Projekt hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Endlich wieder mal mich an einem Möbelbau versucht. Kleines Fazit dazu. Ich glaube, das Schwierigste daran war eigentlich diese Seitenteile auf der Tischkreissäge, diese Nuten zu sägen. Das war ein bisschen mühsam. Was ich ebenfalls vielleicht nicht mehr machen würde, wäre mit diesen Zapfen hier zu arbeiten in Massivholz-Optik. Das hat nicht so gut funktioniert. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Dübelsäge nicht mehr die schärfste ist. Jedenfalls bin ich teilweise ein bisschen abgerutscht. Das
sieht jetzt nicht so schön aus, da muss ich jetzt halt damit leben, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das Ding eigentlich ganz cool rausgekommen. Mir gefällt vor allem das simple Design und die Farbgebung, die meine Familie ausgesucht hat. Hat wirklich richtig Spaß gemacht, das zu bauen, und ich finde, das passt hier richtig gut hin. Wenn euch das Projekt gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert erstmal, gerne auch was Nettes in die Kommentare schreibt und einen Daumen nach oben gebt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.